Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu diesen zwei Koffern hier. Wir haben hier zwei Kamerakoffer, möchte ich es mal nennen, von der Firma Leica. Wie ihr aber sehen könnt, in dem Koffer befindet sich die Mavic 4 Drohne und hier, das seht ihr vielleicht nicht direkt, befindet sich die neue Mini 5 Pro von DJI. Wir haben hier zwei verschiedene Koffer. Das hier ist der Titan M400, der ist wirklich für die Mavic 4 Pro gemacht, zusammen im ganzen Fly More Kit. Ihr könnt hier also den DJI RC Pro 2 Controller und so weiter einbringen. Das Ganze ist mit Schaumstoff ausgefüllt, sodass wirklich alles seinen Platz hat. Hier haben wir den PVC 1 Koffer. Das ist eigentlich ein Koffer, der ist gedacht für Kameras. Ihr seht es hier. Ihr habt hier auch Trennwände, nenne ich es mal, welche ihr frei belegen könnt, sodass ihr da wirklich eure Kameras platzieren könnt, wie ihr wollt. Aber wie gesagt, ich nutze den Koffer jetzt gerade auch für die Mavic, für die Mini 5 Pro Drohne, denn die passt da auch sehr gut rein, zusammen mit dem Controller und Zubehör. Ihr habt mein Video dazu vielleicht gesehen, deswegen hier ist auch der Osmo Pocket 3 mit drin. Da ist einfach alles in diesem Koffer drin. Ich habe die beiden Koffer von Leica zur Verfügung gestellt bekommen, um die einfach mal vorzustellen, und war aber sowieso auf der Suche nach so einem Koffer. Denn ich habe bei der Mavic 4 Pro zwar die Fly More Combo und da ist diese Tasche dabei. Die Tasche gibt der Drohne an sich aber nicht wirklich den Schutz, den ich für die Drohne bei dem Preisbereich dann wirklich gerne hätte. Und da kommt der Koffer dann natürlich wie gerufen. Wie gesagt, ihr habt hier so einen Schaumstoffeinsatz, da passt wirklich alles perfekt rein. Aktuell bekommt ihr die beiden Koffer für ca. 99 € mit einem 10% Gutschein, glaube ich. Das heißt, wir sind so irgendwo bei 90 €. Und was bekommt ihr dafür? Ihr habt hier einen Koffer aus Polypropylen und die sind sehr gut verarbeitet. Also ihr habt hier wirklich nirgends irgendwo eine scharfe Kante oder so. Ihr habt hier vorne dann den Griff, der ist so leicht gummiert, der lässt sich also auch sehr gut tragen. Ihr habt ein Dichtelement, also ein Druckausgleichselement, welches ihr aufschrauben könnt. So kann der Koffer atmen. Wenn ihr das Ganze geschlossen habt, dann habt ihr hier auch eine Dichtung drin, und wenn ihr das schließt, dann ist es mehr oder weniger auch wasserdicht. Es ist IP geschützt, IP67. Ich habe das Ganze auch mal bei mir in der Dusche ausprobiert. Da konnte ich jetzt keinen Wassereintritt feststellen. Normalerweise sollte das Ganze auch tauchbar sein mit IP67. Habe ich dann aber soweit nicht ausprobiert. Da müsst ihr jetzt vielleicht der Angabe trauen oder ihr probiert das Ganze selber aus, wobei ich immer sagen würde, ich würde, auch wenn das Ganze so geschützt ist, das jetzt nicht unbedingt groß unter Wasser tauchen. Wenn ihr damit aber auf einem Boot unterwegs seid oder so, solltet ihr damit überhaupt gar kein Problem haben. Wir haben hier, wie gesagt, zwei verschiedene Koffer. Der Titan M400, der ist eben für die Mavic, und ihr seht es auch, ihr habt hier passende Schalen bzw. Ausschnitte eben, wo ihr zum Beispiel das Ladegerät einbringen könnt, also diesen Triple Charger, dann hier eben den Ladeklotz dazu, den DJI RC Pro 2 Controller, und da habt ihr hier auch noch so ein kleines Stückchen Schaumstoff dabei. Das könnt ihr hier einbringen, wenn ihr nur den normalen RC Controller habt, dann sitzt auch dieser hier sehr fest. Was bei mir jetzt der Fall war, ihr seht es hier vielleicht, ihr habt hier hinten den Ausschnitt für die ND-Filter. Bei der Mavic 4 Pro sind die ND-Filter aber in so einem Case. Das ist ein bisschen zu dick. Da ihr hier aber so gesehen noch zwei extra Schächte für Akkus habt, passt dieser ganz normal in einen von diesen Schächten. Ihr habt hier dann auch noch die Ersatzpropeller und so weiter drin. Es ist also wirklich alles in diesem Case, was ihr so benötigt. Das macht mit der Mavic 4 Pro dann natürlich schon Sinn. Da ist jetzt 90 € in dem Bereich von der Drohne vielleicht auch gar nicht mehr so viel Geld, was man da ausgeben möchte. Anders sieht es hier aus. Da ist jetzt meine Mini 5 Pro drin. Der Koffer ist aber eigentlich, wie schon gesagt, für Kameras gedacht. Ihr habt hier verschiedene Einlagen, sag ich mal, welche ihr verwenden könnt. Ihr könnt das Ganze hier einteilen, wie ihr wollt. Das ist mit dem Klettverschluss möglich. Ihr habt dann hier bei diesen kleinen Fächern auch immer noch so eine Ablage für Speicherkarten oder Kabel oder sonst was drin. Und ihr könnt es wirklich so einrichten, dass ihr entweder eure Kamera oder wie jetzt ich hier meine Drohne da perfekt sichern könnt. Und da oben habt ihr auch den Noppenschaumstoff, der ist da fest drin, beziehungsweise, naja, der ist festgeklebt, also
Er ist schon fest drin und dann lässt sich das einfach über diese Verschlüsse hier vorne, wenn man es richtig macht, verschließen. Ihr habt hier dann auch noch Möglichkeiten, 2 Schlösser anzubringen. Das Ganze könnt ihr dann also auch für den Transport sichern. Und ja, insgesamt vom Gewicht her, die Koffer liegen gerade der M400 bei ca. 2,3 Kilo. Wenn ihr da jetzt eure Mavic 4 reinmacht, dann seid ihr immer noch unter 8 Kilo, was fürs Handgepäck im Flugzeug zum Beispiel eine Rolle spielen würde. Dafür ist das Ganze dann wirklich sehr gut gesichert. Bei den Maßen, beide Koffer sind gleich groß, kann ich euch sagen, die Außenmaße sind 41 cm auf 33 cm auf 17,5 cm. Das ist leider so, die sind ein paar Zentimeter zu groß, um das Ganze zum Beispiel bei Eurowings als kleinen Gegenstand mitzunehmen. Also ihr müsst da nicht das große Handgepäck buchen, sondern ihr habt ja immer so noch diesen, wie nennt sich das? Ich habe es hier nicht aufgeschrieben, also ihr habt da eben einen kleinen Gegenstand, den ihr mitnehmen könnt, zum Beispiel eine Laptop-Tasche oder so. Leider ist das hier ein paar Zentimeter zu groß. Wenn die jetzt nicht genau hinschauen, wäre das damit natürlich auch möglich. Aber wie gesagt, wenn Sie es genau nehmen, dann sind die Koffer hier leider ein Tick zu groß. Ich habe auch noch die Innenmaße für euch. Die liegen dann im unteren Teil, also der untere Bereich, bei 38 auf 28 auf 13 cm Höhe und der Deckel bringt euch auch noch mal ungefähr 2 cm Höhe. Ihr habt also ungefähr 15 cm da drin Platz für alles, was ihr da verwenden wollt. Zu jedem Koffer wird dann auch noch so eine kleine Anleitung hier mitgeliefert. Ich zeige euch das gerade mal in die Kamera, ohne dass es spiegelt. Da seht ihr, wie ihr das Ganze einrichten könnt, also wie zum Beispiel die Mavic 4 Pro da mit den Akkus eingebracht werden soll, wie sich da die Netzteile und so weiter verhalten. Und natürlich auch beim PVC-1 Koffer habt ihr hier eine Anleitung, wie ihr eure Kamera da ordentlich verstauen könnt. Ihr seht es da auch, da ist auch zum Beispiel eine Drohne mit drin, 2 Drohnen sogar oder eben eine Kamera mit Drohne. Da passt also schon ordentlich was rein. Und wie ihr seht, es macht eben auch für eine Mini 5 Pro Sinn und mir ist das hier alles lieber wie so eine kleine Tragetasche. Bei der Tragetasche, ich hatte die letztens die Mavic 4 mit auf Mallorca dabei und habe das Ganze in der Tragetasche im Handgepäck gehabt und da ist es wirklich so, ihr macht euch da schon Gedanken drüber, weil die eben überhaupt gar keinen Schutz so wirklich bietet, dem Controller nicht und eben auch der Drohne nicht und bei der Mini ist es natürlich auch so, die ist so filigran, da will ich das Ganze eigentlich schon richtig schützen und deswegen kam mir das hier wirklich sehr entgegen, weil ich eben auf der Suche war. Aber ein Dank geht dafür dann natürlich nochmal an Lycos, weil die mir das eben zur Verfügung gestellt haben. Ihr könnt euch das Ganze ja mal anschauen. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Beschreibung. Das geht dann auf Amazon und da könntet ihr mal schauen. Ich glaube, da müssten die Gutscheine noch aktiviert sein und dann sollte das eigentlich auch preislich in einem Rahmen sein, den man schon mal für so einen Koffer ausgeben kann, weil wenn wir da andere Cases angucken, die sind dann zum Teil doch noch deutlich teurer. Und wie gesagt, ich konnte jetzt eigentlich nicht wirklich einen großen Nachteil an den Koffern entdecken. Soweit machen die wirklich einen guten Eindruck. Klar, man könnte sich vielleicht hier noch ein Scharnier wünschen, dass es hier auch noch zusammengedrückt wird. Aber wie gesagt, bei mir war wirklich alles dicht. Ihr habt hier auch wirklich einen großen Übergang und eine dicke Dichtlippe, möchte ich es mal nennen, die euch da schon wirklich einen relativ guten Schutz bietet. Und auch von der Polsterung hier mit der Kamera. Ich hatte da meine Z8 und so weiter auch schon transportiert. Da macht das wirklich sehr viel Spaß. Das war es dann auch schon von mir. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn es denn so war, lasst mir doch ein Like da. Wenn ihr irgendwie Fragen oder so dazu habt, schreibt die gerne in die Kommentare. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.